Guten Tag, hallo. Wir machen hier Entertainment. Wir sind nämlich 2 Piranhas und machen hier Community-Arbeit. Wir beantworten eure Fragen und machen so dönekes Entertainment. Nee, wir machen heute more than Entertainment, ne? Vielleicht. Ja. Warum steht denn das da? Was heißt denn das? Was ist denn mehr als Entertainment? Ja, also das kann Verschiedenes sein, ne? Aber vor allen Dingen in Bezug auf ein Computerspiel ist das erste, was du gerne machen möchtest, irgendwie ja, dass es dem Spieler Spaß macht. Ja, hoffentlich. Ja. Also den Spieler unterhalten, damit er möglichst dabei bleibt und Bock hat und Spaß in der am Backen. Spiel hat. Ja, richtig. Ja. Ja. Aber viele, viele Spiele, die haben den Anspruch, viel mehr als das zu machen. Also gar nicht nur Unterhaltung, sondern was anderes. Zum Beispiel, Was? da haben wir mehr als 100 Leute gefragt. Nein, weniger. Nee, stimmt. War auch noch nie passiert. Ja, ist doch super. Okay, wir haben weniger als 100 Leute gefragt. Müssen Computerspiele mehr leisten als nur Unterhaltung? Und wenn ja, was denn? Die haben Folgendes gesagt. Müssen Autos mehr leisten, als von A nach B zu bringen? Das kann man fragen, wenn man von Düsseldorf nach Neuss fährt, dann sagt man nein. Und wenn man durch Australien fährt, dann sagt man ja. So, weil es kommt darauf an, was man damit machen will. Computerspiele können total viel leisten. Und wenn man zum Beispiel ein bisschen politisch unterwegs ist, dann glaube ich, dass das Medium Computerspiele da auch helfen kann und auch ein Medium sein kann, um zu diskutieren, eine Diskussion zu starten. Das finde ich total gut. Schrägstrich The Last of Us 2. So. Das finde ich gut und richtig, das muss aber nicht sein, das ist keine Notwendigkeit. Ich mag es, wenn sie auch meinen Kopf anstrengen. Unterhaltung ist immer wichtig, aber ich denke gerne. Und wenn ich einfach nur seichte Unterhaltung habe, dann reizt mich das nicht so sehr, als wenn ich auch wirklich mich anstrengen muss, irgendwie voranzukommen oder irgendwas zu erreichen. Weiß ich nicht. Also es kommt auf das Spiel an, ja. Also ich finde, das ist halt die Sache, das ist die Frage, willst du jetzt ein Spiel, was eine gewisse Aussage hat, oder willst du eins, wo du einfach nur daddelst? Also ich genieße auch Spiele, wo nicht immer unbedingt die krasseste Aussage dabei ist, sondern man einfach mal die Seele baumeln lassen kann. Ich kann es aber halt auch verstehen, wenn man irgendwas mit, ich meine, ich mache ja selber jetzt auch ein Spiel, wo man halt doch irgendwie eine gewisse Aussage dabei hat oder irgendwas vermitteln will von früher. Auch eine coole Sache. Also ich finde, beides hat seine Bewandtnis, aber es kommt halt immer auch ein bisschen auf die Situation an, was du gerade spielen willst, wie deine eigentliche Verfassung gerade ist. Das variiert bei mir selber auch. Sie können auch einfach nur unterhalten, aber es gibt auch Spiele, die haben so einen künstlerischen Anspruch und das finde ich manchmal auch ganz gut. Nee, ich finde, wenn sich jedes Spiel irgendwie ich finde, nicht jedes Spiel muss rechtfertigen, dass es mehr bietet als eine Unterhaltung. Ich finde, Unterhaltung reicht, weil deswegen spielst du es ja auch. Und ich finde, das muss jetzt dir nichts beibringen fürs Leben. Es soll einfach nur ein gutes Spiel sein, finde ich. Hätte ich jetzt gesagt. Ja. So, die mehr als 100 Leute haben also irgendwas gesagt, ja. Haben sie nicht. Ja, sehr schön. Okay, die haben gesagt, vor allen Dingen sehr häufig, nö, muss es nicht unbedingt, ne? Könnte aber. Was könnte das sein, hat Björn vorhin gefragt. Ja, das Erste, was mir immer dann automatisch in den Kopf schießt, ist, dass ein Spiel pädagogisch wertvoll sein kann. Ja. Ja. Wir hatten auch manchmal Ansätze, die pädagogisch wertvoll waren in unseren Spielen. Ne? Zum Beispiel einen moralischen Aspekt. Ne? Wohin erziehst du deinen Spieler? Das kann pädagogisch wertvoll sein, muss es aber nicht. Rück die Karte raus, sonst poliere ich dir die Fresse. Oder was? Ja, also wenn du jetzt... Das ist nicht so pädagogisch wertvoll, ne? Wenn du zum Beispiel sowas wie Rum ins Spiel einbaust und wenn du den trinkst, dann heilst du dich, dann ist das vielleicht nicht pädagogisch wertvoll. Nee. Ja. Nee. Aber es gibt ja auch viele Spiele da draußen, gerade heutzutage gibt es echt eine Menge. Jetzt hast du es aber auch stehen lassen, ne? Jetzt hast du es stehen lassen. Wo waren wir denn pädagogisch wertvoll? Ach so. Ja.
Ja, im Moralsystem zum Das ist so Beispiel. Moralsystem. Dass so, wir zum Beispiel Spieler bestrafen, wenn er klaut. Absolut. Ne? Oder wenn wir sagen, wenn du etwas Schlechtes tust, dann wenden sich Figuren von dir ab. Ja. Das ist schon ein pädagogischer Absolut. Aspekt, der in den Spielen vorkommt. Absolut. Ja? Andere Spiele machen das aber noch sehr viel ausgeprägter. Oder treten tatsächlich dafür an. Das tun wir ja in der ersten Linie nicht. Also wir haben in erster Linie gesagt, wir wollen, dass die Leute Spaß an unserem Spiel haben. Und erst in zweiter Instanz sind wir dann vielleicht manchmal pädagogisch oder philosophisch oder irgendwas anderes. Aber in erster Instanz wollen wir den Spieler unterhalten. Und andere Spiele haben andere Ansprüche, zum Beispiel Lernspiele. Das sehen wir jetzt sehr häufig, weil wir Kinder haben. Was spielen die denn? Was ist jetzt mal so überhaupt nicht pädagogisch wertvoll und was doch? Woran kann man lernen? Ne? Also wir haben zum Beispiel sehr schnell festgestellt, dass Minecraft zum Beispiel ein super pädagogisch wertvolles Spiel ist. Ja. Weil es mathematisches und räumliches Verständnis schult und das sehr schnell und in einem beeindruckenden Umfang, ja, man kann mit diesen Klötzen alles bauen und die bekommen dann Gefühl für Größen, für Mengen und das macht auch noch richtig Spaß. Da kann man richtig was reißen und das ist toll. Und es gibt natürlich auch andere Lernspiele. Man kann spielerisch Sprachen lernen, man kann spielerisch Geschichte lernen. Wir hatten zum Beispiel gesagt, diese Idee, die Ubisoft zum Beispiel hatte, in Assassin's Creed Odyssey eine Variante einzubauen, die geschichtliche Aspekte erklärt, ist eine ganz tolle Idee, die auch unseren Kindern zum Beispiel Spaß macht oder uns selbst auch. Und so etwas kann man natürlich auch machen, ja, dass man sagt, wir mischen einfach Fantasie und Fiktion mit einem reellen Aspekt und tragen den im Spiel vor. Darüber hinaus haben wir oft die Erfahrung gemacht, dass Spiele, die mehr bieten als nur Entertainment, natürlich auch in der Presse oder bei Preisen, bei Preisverleihungen einen besonderen Fokus bekommen, weil sie einen neuen oder interessanten Aspekt aufwerfen, der interessant ist, um den wieder anderen zu zeigen. Deswegen sind häufig sehr viele geschichtlich, politisch oder pädagogisch wertvolle Spiele auch Spiele, die Preise gewinnen. Weil die einen bestimmten Aspekt herauskehren, der vielleicht für andere unangenehm ist oder wo sonst keiner hingeguckt hat oder wo man mal drauf aufmerksam machen konnte, wo sonst keine Gelegenheit gab. Ne? Also, oder wir haben jetzt zum Beispiel eine Freundin, die Julia, die macht gerade ein Spiel, das gibt's schon auf Steam, aber das ist noch nicht draußen. Hieronymus heißt das. Das handelt sich um ein Spiel rund um den Maler Hieronymus Bosch. Und den kennen vielleicht viele gar nicht oder manche vielleicht doch und denken, Mensch, seine Werke, die waren ja schon ein bisschen speziell irgendwie. Wie kann man damit denn jetzt spielerisch irgendwie was zeigen? Und das haben die sich zunutze gemacht, haben gesagt, boah, da erzählen wir mal eine Geschichte drüber und nutzen dessen Kunst, um das zu zeigen. Was Ähnliches gemacht hat auch King Art Games mit Iron Harvest. Die haben auch einen künstlerischen Aspekt genommen, um richtig tolle Kunstelemente zu nutzen, um ein Spiel damit zu bauen. Auch das kann mehr sein als nur Entertainment und ist eine ganz coole Idee. Ja, vor allem ist das Spiel angelehnt an Illustrationen von diesem Maler, ne, der diese tollen roboterartigen Dinger da gebaut hat und so weiter. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt, der mit reinkommt. Ne. Diese historische Geschichte finde ich sehr interessant. Ja, fand ich auch bei Age of Empires schon sehr cool. Ne, ob man jetzt die Spanier spielt oder die, ich habe meistens die Spanier gespielt, weil die nämlich meistens diese Flügelreiter hatten. Ne? Oder man hat halt irgendwas Orientalisches gespielt. Das fand ich auch immer cool. Ja. Elefanten und so Zeugs. Das finde ich cool. Das stimmt. Also mir ist das total aufgefallen, weil unser Sohn zum Beispiel viel über Griechenland weiß oder weiß, wie die griechischen Inseln angeordnet sind oder solche Sachen. Oder ein bisschen was über griechische Mythologie weiß, nur weil er dieses Spiel gespielt hat, Assassin's Creed. Ja, ne? Das ist richtig. Also sonst hätte der da überhaupt gar keinen Bezug zu gehabt und nichts über Griechenland gewusst, es sei denn, es kommt irgendwie in der Schule dran. Was ich cool finde, ist, dass sie solche Figuren wie Sokrates, ne, eine sehr zentrale Figur bei Assassin's Creed Odyssey, und man freut sich immer, wenn er wieder da ist und mit dir halt irgendwelche philosophischen Dinge diskutiert. So, cool. Ne?
Und dann hast du auch irgendwelche Choices, die du dann anklicken kannst, wie du mit dem redest und solche Dinge. Das finde ich sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war immer ein Highlight dieses Spiels. Tatsächlich immer, wenn Sokrates kam, dann war es cool. Ja, dann wurde es richtig cool. Ist auch mein Lieblingsphilosoph. Ja? Ja, weißt du warum? Weil er sokratische Gespräche geführt hat. Und damals haben wir in der Schule, das ist wirklich kein Witz, also in der 5. Klasse sokratische Gespräche gelernt im Mathematikunterricht, weil unser Mathelehrer das toll fand. Der war nämlich Mathe- und Philosophielehrer und hat versucht, uns Mathematik anhand von sokratischen Gesprächen beizubringen. Und seitdem denke ich immer, höre mehr auf deinen Mathelehrer, denn er hat immer was sehr Schlaues gesagt. Er hat gesagt, wenn du zu anderen Menschen kommst, dann hör doch lieber zu, was sie zu sagen haben. Denn das, was du selber zu sagen hast, das kennst du ja schon. Jetzt sei denn, man hört sich selber gerne reden, ne? Das tun leider sehr viele Menschen. Ich überhaupt nicht. Ja, die sollten vielleicht auch öfter auf meinen Mathelehrer hören. Ja, cool. Was würdet ihr euch denn wünschen? Ja, also es gibt so viele Spiele da draußen. Seid ihr der Meinung, ein Spiel braucht mehr als nur Entertainment? Und wenn ja, was wäre das? Ja, was fändet ihr interessant? Das und was ist super interessant von interessiert euch zu gar hören, ja. nicht? Ja. Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Wir gucken uns alles an und ja, freuen uns drauf. Hast du eine Community-Frage? Ganz bestimmt. Ja. Ja, also hier ist so eine Frage, die kommt auch ab und zu immer mal wieder, obwohl wir auch schon mehrfach beantwortet haben, aber können wir gerne nochmal machen. Also da schreibt jemand, mich würde mal interessieren, warum Konsolenbefehle, wie es damals öfter war, nicht mehr das Haus verlassen. Hier schreibt er ausführlich, viele Spieler vermissen das. Ich denke, dass sie ein Spiel bereichern können. Solange es nur die Codes für die Konsole sind, muss man als Entwickler so etwas ja auch nicht supporten, nur irgendwo mal durchsickern lassen, schreibt einer. Das ist interessant, vor allen Dingen deshalb, weil der Impact dessen, egal ob man das supportet oder nicht, dann trotzdem leider uns trifft. Und das war, also manche Sachen treffen uns manchmal härter als andere, habe ich den Eindruck, obwohl das vielleicht auch gefühlte Temperatur ist. Und das ist vor allen Dingen, wenn wir Ärger bekommen. Und damals war das so, dass wir einen riesen Ärger bekommen haben, weil Leute angefangen haben, die Spiele kaputt zu cheaten und uns das anschließend als Bugs ausgelegt haben. Das heißt, wir hatten eine riesengroße Bug-Diskussion, zusätzlich zu denen, die sowieso gerechtfertigt waren, auch deshalb, weil Sachen kaputt gecheatet worden sind. Und dann konnten wir später auch nicht mehr auseinanderdröseln, was davon jetzt Cheat war und was davon jetzt gerechtfertigt war. Weil willst du das in der Öffentlichkeit dann darstellen? Und haben uns das Leben dann an der Stelle tatsächlich etwas einfacher gemacht. Klar kann man dann auch tracken, ob das gecheatet ist oder nicht. Damit könnte man natürlich auch irgendwelche Sicherheitsmechanismen einbauen, dass dann gecheatete Sachen dann sofort immer irgendwie irgendwas dann auslösen, dass man das erkennt, ja guck, okay, der hat das und so weiter, aber... In dem Fall würdest du es aber dann doch wieder supporten? Das ist genau, und das ist dann ein Riesenaufwand. Ne? Das ist nicht trivial, vor allem nicht bei so einem Riesenspiel, von dem wir immer, was wir halt immer machen. Wir machen ja irgendwie alles. Wir machen Shooter, wir machen Jump and Run, wir machen Dialoge, wir machen Cutscenes, wir machen große Welt, Open World, das ganze Ding irgendwie, ja, und das ist schwierig. Vor allem, wenn die Leute fangen im Internet zu schreiben, ja, das Spiel ist verbuggt und sie machen es aufgrund von Dingen, für die wir gar nichts konnten, dann ist das super ärgerlich und das kriegst du nicht wieder weggeräumt. Ja, das ist dann einfach da und bei der Manpower, die wir momentan haben, können wir da im Internet auch nicht hinterherräumen. Die Chance hast du gar nicht. Du kannst nur versuchen, bei der Presse dann einen guten Eindruck zu machen oder solche Sachen. Aber das sind halt so Baustellen, die wir in der Vergangenheit mal hatten, die uns einfach einen Riesenärger eingebrockt haben. Mitunter deshalb denken wir 5-mal darüber nach. Das heißt natürlich nicht, dass man irgendwelche Entscheidungen bis in die Steinzeit irgendwie fällt und das sich nie wieder ändern kann, aber das war auf jeden Fall einer der Gründe, warum wir an der Stelle die Kapazitäten nicht hatten, um es irgendwie anders zu lösen. Das heißt also, es offiziell zu announcen oder es durchsickern zu lassen, ist in dem Fall das Ergebnis dasselbe, leider. Genau. Ja, sonst würden wir es machen. Und sogar es ist offiziell. Auch völlig klar, dass ihr als Spieler das jetzt natürlich anders seht und wir als Spieler mögen das auch. Ja, das heißt, wenn wir irgendwelche Sachen manipulieren können, finden wir das auch cool. Also persönlich. Ja. Aber das heißt trotzdem nicht, dass die Gesamtentscheidung, weil es fällen ja mehrere Leute, irgendwie dann nicht trotzdem so ausfallen kann. Das ist leider manchmal so. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha Byten TV. Genau. Macht's gut. Bis dann.
Ja, cheatest du denn bei Spielen noch? Gar nicht mehr so viel, ne? Das stimmt. Ja. Das stimmt. Das ist auch irgendwie, früher hat man das öfter gemacht, Ja, ne? ich habe das vor allen Dingen bei GTA ganz oft gemacht.